Äquator ist erreicht. Ein Punkt abgehakt. Oder erreicht. Wir sagen, wir haken ja keine Punkte mehr ab, wir machen es einfach. Und das schon seit Anfang 21. Jumbo und herzlich willkommen in Afrika. Wir sind Yvonne und René und erfüllen uns einen Lebenstraum, den wir mit vielen von euch teilen. Wir reisen ohne Zeitlimit in unserem Toyota Land Cruiser im Moment auf dem afrikanischen Kontinent. Immer abseits jeglicher Touristenpfade und befinden uns gerade in Uganda, von Süden kommend. Begleitet uns bei allem, was wir so erleben. Viel Spaß dabei! Die letzten 2 Wochen waren sehr tierreich. Erst haben wir den dreibeinigen Löwen Jacob mit seinem Freund Thibaut kennenlernen dürfen und dann waren wir auf Schimpansentour in der Kiambura-Schlucht nördlich im Queen Elizabeth National Park. Ja! Wir sind über den Äquator gefahren. Ich hab's geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben den Äquator erreicht. Wir fahren jetzt über den Äquator drüber. Das ist dann doch ein bisschen irgendwie emotional erregend. Ich glaube, es kriegt jetzt ein bisschen Pipi in den Augen. Das ist wieder auch so ein Traum, den man sich lange irgendwie erträumt hat. So eine Afrika-Querung und dann irgendwann über den Äquator zu fahren. Und jetzt ist das tatsächlich so weit und ja, ist halt. Nee, ist cool. Ja, macht schon ein bisschen was mit einem. Ich soll für die Kamera noch was essen. Ich bin ja eigentlich schon satt, aber ich mach's nur für euch. Wir nehmen ja so Situationen eigentlich viel zu wenig auf. Ein ganz normales, chaotisches Frühstück bei uns, was ja immer so um die Mittagszeit ist. Hier ist es jetzt kurz vor 2 bald. Wir essen ja immer Brunch. Aber ich habe ja den Vorteil, Der kann immer essen. Auch wenn ich satt bin, schmeckt es mir immer noch. Es geht ja immer um die Frage, wie rum läuft das Wasser ab? Im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn? Wie rum ist der Strudel, wenn man Wasser ablaufen lässt in seiner Spüle zum Beispiel? Und das ist ja am Äquator, soll das wechseln angeblich. Und das ist ja das, was wir uns hier mal, was wir mal untersuchen wollen. Hier vorne der Meister, der hat ja solche Becken aufgebaut und führt das jetzt gerade vor. Und jetzt werden wir das aber auch mal testen, um zu schauen, ob auf der Südhalbkugel oder der Nordhalbkugel das tatsächlich andersrum ist. Hier ist quasi der Äquator. Ich bin zwar noch nicht ganz sicher, ob das wirklich hier der Äquatorstrich ist, weil mein GPS sagt gerade was anderes. Da müsste man noch ein Stück von entfernt sein. Aber das werden wir gleich erleben. So, jetzt waren wir eben bei unserem Freund mit seinen Eimern, der das so gerne vorführt, wann, wie, was da passiert. Und nur, der Kollege steht überhaupt nicht am Äquator. Das ist so ein bisschen so ein kleiner Schmuggelduckel. Und ich hatte den Eindruck, der dreht das Wasser an in eine Richtung, damit das in die Richtung fließt, wie er es gerade braucht. Und auf der Nordhalbkugel hat es bei ihm im Uhrzeigersinn gedreht. Und auf der anderen Seite gegen den Uhrzeigersinn. So, jetzt wird's langsam spannend. Der auf der Kreuze stehen. Hier, bleiben, ne? warte, nein. Aber es wird schon wieder mehr. Zwischen drüber. 63, ja. Also mitten auf der Kreuzung, wo es links nach in den Kongo geht, da ist der Äquator. Die zu sehenden 945 Meter waren übrigens die Höhenmeter. Hier eine kurze Übersicht, wo wir uns überhaupt befinden. Wie ihr sehen könnt, sind wir schon ganz schön zentral auf dem afrikanischen Kontinent angekommen und bewegen uns in West-Uganda von der Kiambura Gorge, wo das Schimpansentrekking stattgefunden hat, gen Norden. Als nächstes Etappenziel steht Fort Portal auf der Agenda, denn dort warten wieder unsere Freunde Butch und Marisha auf uns. Das ist Kasese am Sonntag. Hier ist ganz schön was los. Zu unserer Linken haben wir die ganze Zeit die Rwenzori Mountains. Das ist eine Hügelkette, Bergkette mit den höchsten Bergen Ugandas. Über 5000 Meter hoch geht es da hoch. Ist ganz berühmt zum Wandern, zum Trekken, aber es kostet natürlich auch alles Geld. Kann man nicht einfach mal losziehen. Und ich bin ja auch nicht so ganz der Wanderfreund.
irgendwie musst du immer, wenn du in so ein Ding da rein willst, $100 bezahlen, damit du ein bisschen spazieren gehen kannst. Das passt mir dann auch nicht so ins Konzept. Wir sind ja jetzt hier neben den Ruwenzori-Bergen und es hat sich von der Landschaft wieder ziemlich verändert. Flache Hügel, allerdings auf über 1500 Metern hoch. Wieder ein bisschen europäischer Style, wenn man hier so durch die Gegend fährt. Und das Wetter ist auch aufgegangen. Hier seht ihr die Berge. Das ist total geil mit den Wolken, wenn sie da so reingehen. Das sieht aus, als würdest du zu Hause auf die Alpen zufahren in Deutschland. Und es ist einfach wunderschön. Wir sind jetzt auch wieder aufgewacht. Wir waren die ganze Zeit so müde. Ich konnte die Augen kaum aufhalten. Aber das gibt wieder Kraft und gibt wieder Power. Und ich habe ja quasi wie einen kurzen Power-Nap gemacht, auch eben beim Fahren. Das ist ja immer ein bisschen schade, wenn man so hier unterwegs ist. Aber es ging nicht. Wir sind heute so früh aufgestanden durch das Schimpansen-Tracking. Um 7 Uhr mussten wir schon aufstehen. Nee, oder? Um 6? Ich wollte gerade sagen, um 6 sind wir schon aufgestanden. Um 7 sind wir schon weg. Okay, also 6 Uhr, ja, das ist schon früh. Feststellt, dass wie in Deutschland. Sonntags wird hier gekickt. Der einzige Unterschied ist, dass das hier ein bisschen unfair zugeht, weil eine Mannschaft, die muss bergauf spielen, während die andere bergab spielen darf. Nein, das war eben fast gleich. Aber die haben Leibchen angehabt, dass man sie unterscheiden kann. So richtige Trikots haben die nicht. Aber überall, wenn man durch die Ortschaften hier fährt, also wenn, dann ist hier wirklich ein Fußballspiel hier im Gange. Wir fahren in unser neues Domizil ein. Weil wir sind ja voll die Campingplatzurlauber geworden. Wir fahren quasi von einem Campingplatz zum anderen. Und wir sind die Follower geworden, vor allen Dingen. Genau, Wir folgen einfach Marisha und Butch. Das ist immer schön einfach. Die suchen sich schöne Campingplätze jetzt aus. Und ja, jetzt sind wir hier. Wir müssen nicht drüber nachdenken. Also mal so Hinterherfahrer zu sein, ist manchmal irgendwie auch ganz gut. Und das sieht hier richtig hübsch aus. Guckt euch das mal an. So mit Blumen im Garten und gepflegt. Das ist überhaupt die ganze Zeit sehr gepflegt. Und wir kommen uns, Family House 2. und wir kommen uns vor wie ein bisschen wie in Simbabwe. In Simbabwe gab es ja auch so ganz gepflegte Häuser und Anlagen. Wir sind mittlerweile auf Kluges Guestfarm angekommen, 15 Kilometer südlich von Fort Portal. Was ursprünglich als kommerzieller Farmbetrieb konzipiert war, hat sich mittlerweile in ein kleines Juwel verwandelt. Guckte mal, mein Mann hat sich schick gemacht. Ich habe ihm heute noch die Schuhe sauber gemacht von unserem gestrigen Gym-Tracking und sieht das hier fesch aus. Nur, dass ihr auch mal sehen könnt, dass ich schon mal aussehen kann wie ein echter Mensch. Er hat ein T-Shirt an, eine Jeans. Ich habe deswegen auch eine Jeans angezogen heute. Das ist ein ganz anderes Gefühl. Genau, wir gehen jetzt essen. Auf jeden Fall hat Stefan hier ein wunderschönes Anwesen in den letzten 30 Jahren hingezimmert. Die Gartenanlagen sind ein Traum. Wir saßen eben schon kurz mit ihnen zusammen am Lagerfeuer. Es gibt ein Restaurant und da gehen wir jetzt hin. Vielleicht zeigen wir mal ganz kurz hier mal rüber, wie so ein Garten hier aussieht. Weil das ist nämlich, also hier sind schon mal die Bananenstauden mit dabei. Aber hier alles, was mal da drüben, das ist einfach nur traumhaft angelegt. Da wird ja selbst ich zum kleinen Botanik-Fetischisten. Das ist schon schick hier. So einen kleinen Urwald zu haben im Garten. Und dann ist ja auch noch so, dass die Größe hier von so einem durchschnittlichen Garten deutlich über das hinausgeht, was man so in Europa gewöhnt ist. Das ist Frangipani, der blüht momentan nicht. Ich habe schon Blühenden gesehen, aber hier ist er gerade nicht am Blühen. Ich bin ja ganz clever. Ich lasse ja meine Frau hier in diesem schönen Garten mit Essen gehen und sowas. Die wird jetzt mal richtig verwöhnt, bevor es danach auf die ugandischen Pisten durch die Regenzeit im Urwald geht. Er hat nämlich heute mal geguckt, wo es für uns als nächstes hingeht. Und ich habe keine Ahnung. Deswegen, wenn ich keine Ahnung habe, dann fahre ich einfach immer die kleinsten, schmalsten Pisten. Ja, und da ist er eben nicht mein Freund. Das ist dann meistens abenteuerlich, schön und spannend. Und das ist gerade sehr abenteuerlich, weil
dass hier ja auch noch so viel geregnet hat. Stefan hat vorhin erzählt, es hat in den letzten 4 Tagen 880 Liter auf den Quadratmeter geregnet. Sieht hier jetzt gar nicht so aus, aber 800 Liter, das war nämlich immens viel. 80 ist nicht viel, 800 Liter hat es geregnet. Da sieht man einen Frangipani. Da. Tatsächlich kannte ich Frangipani gar nicht vor unserer Afrika-Reise, aber diese Pflanze fesselt mich immer wieder, wie auch der ganze Garten hier. Man stelle sich vor, man kauft in den 80er Jahren ein Grundstück in Afrika und hat eine Vision und fängt mal an zu bauen. Das hier war alles mal Urwald und ist jetzt sowohl Rinderfarm wie auch botanischer Garten. Ein großer Teil des Grundstückes ist noch in seinem ursprünglichen Zustand. Zur Einstimmung des Abends sitzen wir gemütlich um das Lagerfeuer herum und bald präsentiert uns unser Gastgeber Stefan lokale Köstlichkeiten, die René natürlich alle probieren muss. So, Was trinkt ihr jetzt? Wir trinken jetzt Karanga. Das ist ein Prime. Doppelt gebrannter Bananenschnaps. Das ist Double Brewed Banana Schnaps. Na dann Prost. It tastes in the beginning a little bit strong, but the more you drink, the better it is. Wow. What is wrong? Wow. Warst du mal Fußballspieler? Nein, nie. Hier ist der Leberwurstbaum und jetzt wird er auch noch schön beleuchtet am Abend. Aber guckt euch doch mal das hier an. Es ist schon ein echter Traumgarten. Seit 45 Jahren ist er jetzt hier oder seit 40. Und das ist alles nach und nach gebaut. Stefan lässt jetzt gerade Grashüpfer bringen. Ich bin froh, dass ich schon mal einen Schnaps getrunken habe. Nicht lebendig. Nicht lebende. Es wäre so lecker. Ich habe Angst. Ich habe jetzt schon Angst, was jetzt hier passiert. Look. Onion and garlic. Very good. Onion and garlic. Taste them. A little bit Mach too doch mal ein much. Licht rein. Ich will A little sehen. bit too much salt. A little Ja, bit komm, too rein much. I don't in den like Mund the damit. head so But they're much. good. I don't like the Der head so René much. ist das. Du bist erbarmungslos. Oh, Try one, but don't eat the head. no, you can't eat everything. Come on. Come on. You can't remove the head. Yeah, Nein, das kann ich nicht. Das kann ich Ach, nicht. red doch kein Scheiß. Er sagt, ich rede kein Voll in der Maus. Und du isst auch Campis und so ein Kram. Is it bad? Scheiße. Ja, gut. Lass mich. Oh Gott, It's ich hab's lovely, isn't it? With our Schnaps. Ich hab's gemacht. Ich hab's im Mund. Nein, ich find's furchtbar. You don't look at it. Don't think about it. Just eat You it. don't have to look. You where's the don't light? eat one. Can I see the light? So look, this is the way to eat it. Not bad. Okay, wir haben jetzt alle probiert. Are you photographing? I took a photo. Okay, ich hab It's geschluckt. like potato crisps. Schönen guten Morgen. Heute wollen wir mal die Umgebung um unseren Platz hier rum erkunden. Hier soll es nämlich irgendwie einen schönen Wald geben, wo scheinbar auch noch Affen drin rumturnen. Und deswegen flitzen wir da jetzt mal hin. Wenn die wollen jetzt hier anfangen, jedes Blümchen zu fotografieren, dann kommen wir nie in den Wald. Komm, ich zeig's euch mal schnell. So, hier, zack, alle Blümchen da. Aber Ist sie da- sind so schön, lass mich dich doch mal aufnehmen. Du bist ein Banause. Ist das nicht schön? Ich habe doch gestern schon gesagt, dass das hier sehr schön ist. Aber ich will doch in den Wald. Ja, aber ich will auch ein paar Fotos haben. Aber für die guten Fotos habt ihr mich hier als Kameramann. Kriegt ihr hier alles gezeigt. Wenn der Kerl was will, ist er echt stur. Ich finde es halt einfach nur toll. Pflanzen, die ich von zu Hause als Zimmer- oder Schnittpflanze kenne, wachsen hier baumgroß in der Gegend rum. Das muss doch gezeigt werden. Auf dem Weg in den Urwald. Das mache ich ja auch. Das andere eben aber auch. Wir stellen uns gerade die Frage, warum wackelt dieses Blatt? Hier wackelt nirgendwo sonst ein Blatt. Hier wird doch irgendein unbekanntes Tier drin wohnen. Und da es auch lang und dünn sein kann, sprich eine Schlange,
gehe ich jetzt mal nicht so dicht dran. Das ist total nett. Ich habe ja Angst. Jetzt gehst du hier aus unserer aktuellen Behausung, gehst du einfach mal kurz 3 Meter aus dem Grundstück raus und schon bist du hier mitten im tropischen Wald wieder. Das finde ich ja total geil. Guck dich das mal an. Ja, die Dame, jetzt aber mal hier richtig. Jetzt kannst du hier mal so eine Liane nehmen und hier, naja, die reißt ab, bisschen dünn. Können wir mal so eine Tarzan-Nummer durchziehen. Das ist ja eher deins. Jetzt, wo wir unseren Walk hier durch den tropischen Wald machen, muss ich mal kurz auf diese Preisgestaltung hier in Ruanda, Uganda zurückkommen, in der wir uns ja die ganze Zeit bewegen. Wenn du normalerweise irgendwo hingehen willst und willst tropischen Regenwald sehen, ist das eigentlich überwiegend nur noch in Nationalparks anzufinden. Weil alles andere wird quasi durch Zivilisation, wird der tropische Regenwald abgeholzt, um dort Agrarflächen oder was auch immer zu schaffen. Und du bist jetzt in so einem Nationalpark und willst nur mal so einen kleinen Track machen, 3, 4, 5 Kilometerchen vielleicht nur, rufen die immer gleich $100 auf von so einem weißen Touristen wie uns, um dort mal ein Stück zu laufen. Und das finde ich immer schon irgendwie abartig. Und deswegen finde ich das wiederum ganz geil, dass ich jetzt hier einfach so einen kleinen freundlichen Freewalk machen darf. Auf dem wir euch natürlich gerne mitnehmen. Nur eine Unterweisung, was ihr seht, könnt ihr nicht von mir erwarten. Das ist ein Baum, auf dem Moos wächst und der ist ganz schön hoch. Das grüne Blättermeer bildet eine nahezu geschlossene Decke über uns und der dichte Bewuchs um uns herum verschlingt uns immer wieder, spuckt uns allerdings auch gerne wieder aus. Das ist ziemlich geil hier. Oh, hier, zack, Zement. Ich habe auch extra für diesen Dschungellauf die Livingston Gedenktasche angezogen. Damit es auch ein bisschen stilecht rüberkommt. Aber wieso denn Livingston? Weil mir gerade kein anderer einfällt, der jetzt hier entlang gelaufen ist. Der Livingston war Ah, auch hier. David Livingston. Natürlich, wer denn sonst? Ach so. Einer der legendären Afrika-Forscher. Aber man müsste jetzt mal kurz gucken, weil wir sind ja nahe, auch ich sag mal hier in dieser Region Ugandas oder auch Ruandas wird ja diskutiert, wo der Nil entspringt. Aber auf jeden Fall quasi hier in dieser Gegend entspringt im Endeffekt der Nil. Wo genau, was wirklich die Quelle des Nils ist, das ist umstritten. Es gibt wahrscheinlich mehrere. auch keinen wirklichen Platz dafür. Es gibt Genau. mehrere, mein Herz. Drücken wir das so aus. Da fliegen gerade die Affen im richtig weiten Bogen durch die Luft. Jetzt sind sie, da kommt einer wieder gleich, Achtung. Mensch, rennen wir schnell mit euch dahin. Wow. Ein riesen Flug gemacht. Da springt mir einer auf den Kopf, wenn das so weitergeht. So, jetzt bist du gefordert, dass wir auch eine Aufnahme von den Affen kriegen. Ja. Ich habe das drumherum gefilmt. Wir haben auch ganz großes Glück. Wir werden nämlich nicht verhungern müssen hier im Urwald. Wir haben nämlich Pilze, Baumpilze. Und hier ein ganz hinterhältiges Loch. Hier wird irgendein bösartiges Tier drin wohnen. Oh, das ist auch noch lang. Das Das ist auch noch lang. Ich guck mal, ob ich vom Stecke da reinkomme. Angst, Angst. Nee, ist nicht so tief.
Jane, wir haben den Rand des Urwaldes erreicht. Da, schau dir an. Wir stehen vor der Savanne Ugandas. Der tropische Wald liegt hinter uns. Ohne Malaria sind wir durchgekommen, dank meines Mutes und deiner Treue zu mir. Stören ja nur ungern, aber es ist eine Sumpflandschaft vor uns. Ich muss schon eine kurze Geschichte erzählen, wenn man sich diese Blätter hier anguckt. Wir haben in Ruanda auf den Teeplantagen, da hat es stark geregnet und da haben wir Frauen gesehen, die haben sich diese Blätter, also jede Frau, einzeln zum Blatt auf den Rücken gespannt, weil die immer so da unten gearbeitet haben und haben damit ein komplettes Dach gegen den Regen gehabt. Wir haben das, glaube ich, leider nicht fotografiert, das war uns irgendwie zu unangenehm, wir haben dann nicht gefragt und deswegen hatten wir das nicht fotografiert. Aber fand ich sehr, sehr clever, die Lösung. Die sind hier riesig, das ist ein halbes Dach. Das ist schon sensationell, was hier so wächst. Yvonne sagt gerade, dass die Äpfel schon so alt werden, die wir essen. Wahrscheinlich ist das jetzt Trockenobst. Ja, aber nicht mehr so geschmacklich dolle. Aber ich mache mir hier meinen mittaglichen, schönen kalten Kaffee. Das funktioniert ganz gut. Und mit hier normalem pulverlöslichen Kaffee gibt es hier... Frappé machst du dir? Genau, so eine Art Frappé. Das griechische Frappé. Ne, da gehören noch die Eiswürfel mit rein im Frappé. Die haben wir nicht. Und Gin Tonic normalerweise auch. Okay. Und zum Kaffee gibt es noch ein kleines Müsli. Wir haben heute kein Brot. Aber ich freue mich auch immer mal ein bisschen Müsli zu essen. Eigentlich haben wir ja gedacht, dass wir heute unserer getrennter Wege gehen mit Marisha und Butch. Aber wir haben uns jetzt wieder umentschieden und treffen uns, weil Butch hat nämlich auch ein paar Wege gefunden, die er gerne gemeinsam noch mit uns hier durch Uganda bereisen möchte, weil er das nicht alleine möchte. Aber nichtsdestotrotz haben wir schon ein Abschiedsgeschenk bekommen. Das öffne ich jetzt mal. Das finde ich ja total süß. Erstmal haben wir eine Polaroid-Fotosession heute gemacht und jetzt gibt's das Paket. Darfst du es denn schon aufmachen, hast du Marisha gefragt? Ja, ich habe gesagt, wir können es ja dann machen, wenn wir uns wiedersehen, aber sie wollte es jetzt haben. Ich mache ein bisschen Dramaturgie mit der Kamera. Du. Weil, das muss man dazu sagen, that's so lovely! Die haben Esskultur und sie essen immer mit Stoffserviette, jedes einzelne Mal mit Mahlzeit. Und sie haben auch noch einen Serviettenring normalerweise da drum. Das finde ich sensationell. Und jetzt habe ich neue habe ich gebrauchte, sagt sie, aber das finde ich ja sehr süß. Vielen Dank. The idea only is very nice. There's a snack for in the car. Have you had these? Really? Love you too. Wir irren jetzt schon die ganze Zeit durch Fort Portal und versuchen einzukaufen. In 3 sogenannten Supermärkten waren wir und es gibt so gut wie gar nichts, was auf meiner Liste steht. Immerhin habe ich jetzt schon mal Butter. Es gibt keine Tetrapacks Milch mehr. Es gibt nur noch so in Plastiktüten oder die kleinen Mini 200 Milliliter Tetrapacks. Das ist echt und die sind sauteuer. Das kaufe ich jetzt nicht. Wir haben immerhin einen lokalen Käse wieder gekriegt, aber es ist alles weiterhin, auch gerade hier in Uganda, wieder vom Einkaufen extremst teuer. Was sehr interessant ist hier in der Stadt, hier muss man, also wir haben irgendwo bei unserem ersten Supermarkt gestanden, angehalten und sofort kam jemand zu uns gelaufen mit einem EC-Gerät aussehenden Gerät. Vollkommener Quatsch, den ich da rede, aber ist egal. Und wir mussten ein Parkticket ziehen. Das ist gültig für die ganze Stadt und den ganzen Tag. Hat 5.000 Schilling gekostet, etwas mehr als 1 Euro. Und es wird auch wirklich regelmäßig überall, Lass mich rein. überall kontrolliert. René kommt gerade zurück von dem Versuch, Gasflaschen zu kaufen. Now! Guck mal hier. Das hier wird richtig genutzt. Das sieht hier immer so aus, so wie in den Mittelalterfilmen, dieser ganze Matsch und Quatsch, wenn man über den Markt geht.
Ich habe mir schon immer gedacht, so im Mittelalter wollte ich nicht irgendwo im Norden gelebt haben, sondern eher irgendwo so nach Arabien, wo es immer schön trocken ist. Weil das hier, diese ganze Matsche-Sauerei, jetzt müssen wir noch einen Weg finden. Und dann, jetzt sind die Stände auch noch gerade, ich sag mal, oben. Die ganze Zeit liegt es auf dem Boden noch, das Essen. Also ich sag mal, so ein hessischer Mitarbeiter vom Gesundheitsamt, der kriegt ja Schnappatmung. Und ja, ich kann euch sagen, hier riecht es auch ein bisschen so, wie es aussieht. Das ist quasi Genuss für Nase und Auge. Hier gibt's Avocados. How much are these aubergines? Which one? Here. So I only need 2 of these. 2 for 1 K. So 1 Kilo. these? Yeah, 1 K. Okay. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. What is our mom? So, geht er jetzt noch in deine Tasche hier rein. So these 2 ones, because they are so small. 1,000. Small. Fein bis aufs Blut, die Frau. Just to pay. No, I don't need it. Okay, 2 Kracher. 2 Kracher. Look the way it's smelling the mud. The white man in the mud und hat sich kaputt gelacht. So, haben wir alles. Naja, das, was es gab, haben wir gekauft. Nur deine schwarzen Brickets, die hier sind, das wäre noch offen. Das werden irgendwelche Wurzeln sein, ne? Keine Ahnung, wie immer. Man kann es bestimmt essen, wenn es auf dem Markt angeboten wird. Aber ich habe schon mal Brokkoli und Ananas. Ich schleppe alles und alle freuen sich, weil ich alles schleppe. Ja. Und der weiße Musungu da, Der hat nur trägt die eine leere Maus. Tüte. Also guckt euch das an, hier, ich mache alles richtig. Ja, also wenn ihr was lernen wollt, schreibt es in die Kommentare, können wir einen Termin machen. Ich habe Yvonne mal wieder den Auftrag geteilt, für euch mal wieder ein bisschen was zu filmen. Ich wollte ja irgendwie so ein bisschen ursprüngliches Uganda sehen. Grüne Landschaften, rot-braune Schlammpisten und Yvonne sitzt hier neben mir, wieder ganz gelangweilt und will das überhaupt nicht aufnehmen. Da, wo wir hier gerade lang fahren, das ist ja in Wahrheit, ist das hier so das Vorstadtviertel von Port Fortley. Oh, das wird schon da einen Arsch hinein. Oh, 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 oh. Süß. Tricky here right now. Ich glaube, wir brauchen eine weitere. Guck mal hier, muss alles. Ja, ich mache nochmal die Hinterachssperre rein, weil wir uns hier gerade quer stellen. Saki Zemendi. Also, Jetzt fahren wir gerade gar nicht mehr. unsere Reifen sind halt auch schon wieder komplett zugesetzt. Ich kann euch sagen, mein Two-Feet-Drive, der kommt ganz gut zurecht. Ich glaube, er kommt nicht höher. Er rutscht nach hinten. Das ist die falsche Richtung, ob er das weiß. Er versucht nämlich auch auf den Grünstreifen zu kommen. Ich gehe mal besser auf die andere Seite. Nicht, dass er mich noch umbammt. Ja, geht doch, oh. Ich gehe mal hier. Ja, das meinte ich eigentlich eben. Ich bin ihm mal kurz aus dem Weg gesprungen. Der Regenzeit ist was Schönes. Wir sind auf jeden Fall gleich wieder an unserem letzten Nachtplatz, wo wir eigentlich gar nicht mehr hin wollten.
Aber die Nachtplätze, die wir uns heute gesucht haben, die waren einfach nicht möglich. Und deswegen bauen wir jetzt noch ein bisschen was um am Auto und dann können wir morgen unsere Gasflasche, die wir heute gekauft haben, wieder zurückgeben, weil da muss was umgebaut werden. Und ich muss die nicht hier die ganze Zeit, ich zeige es euch mal, wie ich hier die ganze Zeit fahre. Ich habe die nämlich in meinen Waden. Das ist sehr, sehr unbequem. Und dann können wir die morgen wieder zurückgeben und dann sind wir das los. Dann haben wir das auch hinter uns gebracht. Ich muss nämlich die Gasflasche umfüllen. Unsere eine Gasflasche ist ja leer, die für den Außenkocher, für den innen drin, da ist noch ein bisschen was in der Flasche drin. Und nur kriege ich die hier nicht gefüllt. Und deswegen habe ich jetzt hier eine lokale gekauft und werde versuchen, mir irgendwas zu frickeln, damit ich die umfüllen kann. Das ist eine 6 Kilo Gasflasche. Genauso eine haben wir ja schon im Auto drin, fest verbaut. Das hier sind 3. Der Auftrag lautet, das Gas muss da rein. Doch das zeigen wir euch ausführlich in der nächsten Woche. Wir sagen für dieses Mal Danke für euer Interesse und eure Aufmerksamkeit. Wir freuen uns, wenn ihr uns ein Abo dalasst und uns weiterempfehlt. Und wir sagen Tschüss und Bye-bye bis nächste Woche.